Kinder an Waffen, Kinder im Militärtraining, Kinder, die anderen Menschen, Ungläubigen, wie sie sagen, den Tod schwören. Gott sei Dank, wir sind seine Armee und werden seine Feinde bekämpfen. Aufgenommen und verbreitet werden diese Videos, in denen der selbsternannte Islamische Staat Kinder rekrutiert und zu Kämpfern ausbildet, von dessen sehr aktiver PR-Abteilung. Sie sollen zeigen, dass das Kalifat seine Staatsbildung langfristig plant, so Julie Lennartz, die die Strategie der Terrororganisation analysiert. Normalerweise setzen Staaten oder Gruppen Kindersoldaten ein, wenn es einen Mangel an erwachsenen Kämpfern gibt. Das ist aber zumindest momentan im Islamischen Staat nicht der Fall. Wir gehen davon aus, dass die US-Koalition momentan so viele Kämpfer tötet, wie der Islamische Staat aber auch rekrutieren kann. Das heißt, es handelt sich um eine Zukunftsinvestition, um sicherzustellen, dass es überhaupt erst gar keinen Mangel an Kämpfern geben wird. Der britische Reporter Evan Williams hat in den letzten Wochen mit Kindern wie Abu Ibrahim gesprochen. Sie bestätigen, dass die Rekrutierung von Kindern weiter um sich greift. Ich habe alles, was ich hatte, dem Sieg des Islamischen Staates geopfert, weil ich glaubte, dass wir von allen unterdrückt werden. Sie sagen, man muss ihnen alles geben, auch sein eigenes Leben. Williams hat die Kinder an einem geheimen Ort in der Türkei getroffen. Die meisten sind mit ihren Familien dorthin geflohen. Zuvor wurden sie in Raqqa und anderen vom IS besetzten Städten 12 Stunden am Tag auf Krieg trainiert. Teil der Ausbildung ist es auch, Videos von Selbstmordattentätern zu schauen. Die Szenen werden immer und immer wieder gezeigt und wenn die Kinder sie so häufig sehen, denken sie, das will ich auch tun. Und dann gehen die Kinder hin und sagen, ich will ein Selbstmordattentäter werden. Der jüngste, den ich bei einer solchen Operation gesehen habe, war 8 Jahre alt. Auch Mädchen werden darauf getrimmt, in den Tod zu gehen. Bis vor wenigen Wochen war diese Frau eine Lehrerin im IS und für die Ausbildung von Kindern verantwortlich. Wir drängen sie in den Dschihad. Wir sagen ihnen, dass wir alle als Märtyrer sterben und in den Himmel kommen werden. Die Kinder bekommen eine Gehirnwäsche. Häufig werden die Kinder auf öffentlichen Plätzen rekrutiert oder in vom IS kontrollierten Schulen und Waisenhäusern. Mit Geld, Essen und Süßigkeiten werden Jungs wie Bashir gelockt, mitzumachen. Wenn sie uns zusammenrufen, sagen sie, kommt mit uns und kämpft den Dschihad im Namen Gottes, dann kommt ihr in den Himmel. Es wird euch dort gefallen und wir werden euch Geschenke machen. Viele Kinder haben mitgemacht. Zehntausende sollen es sein, die in Syrien und im Irak angeworben werden, Tendenz steigend. Martialische Videos wie dieses aus dem letzten Jahr helfen dabei. Diese Videos haben im Prinzip 2 Gründe, warum sie gemacht werden. Der eine ist, wirklich Freiwillige zu rekrutieren, die in diesen Blutorgien, auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, was Ehrenhaftes sehen, die glauben wirklich, sie folgen Allahs Willen, indem sie sich opfern. Und aber auch Angst und Schrecken zu verbreiten und die Leute zu warnen, was mit denen passiert, die sich dem Islamischen Staat widersetzen. Das Bild eines unmenschlichen Monsterstaats zu verbreiten, schafft auch dieses Video, das angeblich kürzlich vom IS in Umlauf gebracht wurde. Ein etwa 3-Jähriger metzelt einen Teddybären, während ein Mann ihn anfeuert. Takfir, ruft er. Ungläubiger. Ein schrecklicher Scherz? Wohl kaum. Immer häufiger gibt es Aufnahmen, nach denen es ganz so aussieht, als ob Kinder Gefangene des IS hinrichteten. Man kann sich ja nur vorstellen, was sowas mit Kindern macht. Also sie sind völlig desensibilisiert Gewalt gegenüber und ja, werden ihr Leben lang traumatisiert sein, auch wenn es ihnen irgendwann gelingen sollte, dem Islamischen Staat zu entkommen. Omar ist entkommen, gerade so. Als gläubiger Moslem war er entsetzt über das Morden des Islamischen Staates. Er weigerte sich, mit ihnen zu kämpfen. 1,5 Monate lang folterten sie ihn, doch er gab nicht nach. Sie haben Leute zusammengerufen, meine Hand und mein Bein festgebunden. Dann haben sie meine Hand auf einen Holzblock gelegt und sie mit einem Schlachtermesser abgeschnitten. Der mutige Omar,
Ein gebrochenes Kind. Seitdem sie meine Hand und meinen Fuß abgehackt haben, habe ich mich aufgegeben. Ich kann nicht laufen, ich kann nichts festhalten. Auch seine Verstümmelung wurde vom IS als Warnung für andere inszeniert. Sie haben Kinder herbeigerufen und ihnen gesagt, er ist ein Ungläubiger. Deshalb schneiden wir ihm Hand und Fuß ab. Das machen wir bei allen, die gegen uns sind. Junge Löwen nennt der IS seine Kindersoldaten und domptiert sie in seinem Sinne. Recht und Unrecht werden neu definiert, wie auch die Bedeutung von Worten. Wenn Sie mich einen Terroristen nennen, werde ich es als Ehre betrachten. Immer wieder hat der IS das Problem, dass erwachsene Kämpfer die exzessive Gewalt im Kalifat zu viel wird und sie sich davonmachen. Der Plan mit den Kindern ist klar. Je früher die Kleinen an den grausamen Umgang mit sogenannten Ungläubigen gewöhnt werden, desto geringer die Gefahr, dass sie sich ein anderes Leben auch nur vorstellen können.